Hallo? Hallo. Jetzt müssen wir unsere Lederjacke anziehen. Oh. Jetzt wird's kalt. Oder gefährlich. Oder gefährlich. Oder schön. Wir wollen ja gut aussehen. Ne? Auch, ja. Beautiful Armor ist das Thema hier. Genau. Und wieso? Weil man das manchmal braucht. Okay, ist doch egal, ob da die Werte stimmen, oder? Das ist ja eine gewagte These. Kann auch irgendwie eine Reisschüssel auf dem Kopf haben und irgendwie, eine Drahtbürste unterm Arm klemmen und ansonsten Popolappen und ab dafür, ist doch völlig wurscht, oder? Ja, das kann auch manchmal ganz schön beknackt aussehen. So wie bei diesen Cuisine Royale oder wie das heißt, ja. Ich habe ein Messer und eine Unterhose, reicht doch, oder? Mhm. Ein Kochtopf. Ja. Wie wichtig ist dir das Aussehen einer Rüstung? Bei eurer Gildenwahl haben wir weniger als 100 Leute gefragt und die haben Folgendes gesagt. Das ist extrem wichtig. Ich verwende auch tatsächlich manchmal Rüstungen, die sind von den Werten her wesentlich schlechter bei Rollenspielen. Aber wenn sie besser aussehen, ja, dann bleibe ich auch dabei. Also Rüstung geht mir das Aussehen wirklich über die Effektivität. Da muss ich auch nochmal, da denke ich auch an Cyberpunk. Ego-Perspektive, 50 Stunden lang überlegt man sich, welche Schuhe man anzieht, die man dann genau im Spiel keinmal sieht. Oh, aber der Charakterklassenwahl eigentlich gar nicht, weil es gibt zum Beispiel so Spiele wie Dark Souls oder sowas oder Bloodborne, wo ich auch wirklich drauf geachtet habe, wie kleide ich mich immer und wie sehe ich aus optisch, komme ich gut daher. Aber bei so Rollenspielen ist es halt echt eher so, dass ich mir die Charakterklassen angucke und dann eher darauf Wert lege, was habe ich für Vor- und Nachteile mit dieser Charakterklasse. Das ist die Rüstung, die ist dann echt so sekundär. Tja, vor 2 Jahren hätte ich gesagt unwichtig, aber mittlerweile spiele ich hauptsächlich bloß noch so MMOs und RPGs und da ist es mir mittlerweile relativ wichtig, wie mein Charakter aussieht und wie die Waffe- und Rüstungsart aussieht. Doch relativ wichtig sogar mittlerweile. Eigentlich kommt es da auch wieder aufs Spiel an. Aber zum Beispiel bei Dark Souls habe ich wirklich geguckt. Ich hatte echt keinen Bock, diese mit fetter Mega-Rüstung, die Charaktere, sage ich mal, zu spielen, sondern, also die Klasse, sondern habe mich dann wirklich für was entschieden, was halt so ein bisschen filigraner war. Und also wichtig ist mir erstmal, dass man die Sachen überhaupt sieht, die man da aussucht. Und wenn man sie sieht, ist mir das wahnsinnig wichtig und ich glaube, ich könnte Stunden darin verbringen, die Figuren anzuziehen. Also finde ich sehr, sehr schön und macht mir viel Spaß. Muss schon irgendwie ein bisschen schick sein, wenigstens, also, oder zu mir passen, sagen wir es mal so. Das würde vielleicht helfen. Das kann noch so ein schöner Bogen sein, wenn die Rüstung zu dem Bogenschützen halt scheiße aussieht, dann spiele ich halt die Klasse nicht. Ja. Was ist denn geil? Also es ist ja schon schön, wenn man sich das aussuchen kann, dass man so ein bisschen gut aussieht. Jetzt weiß man ja, Geschmäcker sind verschieden. Also gibt es Leute, die tatsächlich zum Beispiel ihre Gildenwahl danach ausrichten, wie die Rüstung aussieht. Nein, das ist doch völlig oberflächlich. Ja, ich weiß, aber das ist mir auch schon passiert. Ja? Ach komm. Ja. Oder, dass ich mit voller Absicht schwächer bin, nur weil ich das hässlichere Teil nicht anziehen will. Geht euch das auch so? Ist das egal? Ne? Die Werte oder nicht? Oder muss das ausgewogen sein? Oder ist das irgendwie, irgendwie passt das schon? Oder kloppt mich durch irgendwie mit der Grundrüstung? So wie Erik? Durch Elex, ja? Ja, der hat ja gesagt irgendwie, nee, ich will mich gar nicht entscheiden. Die finde ich alle kacke irgendwie und ich brauche keine Rüstung. Ich mach's mit der Startrüstung. Ja. Ja. Finde ich ziemlich tough. Ja, ist auch schon gut weit gekommen, ne? In seinem Let's Play. Nächstes Mal muss er das nicht. Nein, nächstes Mal muss er nicht, weil bei Elex 2 hast du nämlich, die Gildenwahl kann nämlich auch darauf treffen, ich mache gar keine Gilde. Genau. Hast du da trotzdem Rüstung? Natürlich, muss ja. Ja. Und sehen die auch gut aus? Selbstverständlich. Also, ich finde auch, ja. Ja. Es ist natürlich so,
Ist halt gildenlos, ne? Ja. So. Und das ist halt, ja, genau. Also gibt's auch was da, ne? Und ja, jetzt haben wir jetzt unheimlich viel eingebaut für Gilden, gildenlosen Weg, Rüstung ohne Ende reingehauen und so. Je mehr, desto besser. Kann man dazu sagen? Also Auswahl wollen die Leute schon, deswegen machte es Sinn, da auch mehr Auswahl zu geben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist unser Prinzip ja doch sehr stark an der Gilde orientiert und einige Sachen kriege ich dann eben nicht. Mhm. Aber ich kann auch kombinieren. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel eine fette Jacke oder einen fetten Mantel von einer Fraktion anziehen, aber die Hose von einer anderen, wenn ich das schöner finde. Das geht schon. Mhm. Denn nicht alle Teile sind gildengebunden. Ja. Nur manche. Ja. Und ja, da sind wir jetzt nicht irgendwie wie Sims oder so. Oder wie andere Spiele, wo man sich das noch völlig frei... Das ist etwas, wo ich mich sehr lange beschäftigt habe, während ich Cyberpunk gespielt habe zum Beispiel. Na, weil die haben jede Menge Kleidung im Spiel, aber auch sehr viel extreme Kleidung. Und das Coole ist, bei solchen Sachen ist, du hast mehr Sachen, die besonders sind. Aber da deinen eigenen Geschmack zu finden, das ist dann wieder die Herausforderung. Ne? Find mal eine komplett schwarze Kluft in Cyberpunk. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, irgendwie, ja, ich schließe mich wieder den Klerikern an, weil die Rüstung fand ich cool. Und ja, dieses Rot-Schwarze fand ich toll. Mhm. Die Kleriker in Elex 2 haben andere Farben. Bisschen. Die sind ein bisschen anders jetzt. Sind etwas ergraut. Also aber die sind immer noch cool. Also sind etwas in die Jahre gekommen und das Rote ist jetzt nicht mehr so dominant. Nee. Ja, das hat halt schon auch wieder Symbolkraft so ein bisschen, ne? Das ist diese Kleriker müssen um ihre Farben kämpfen so und das ist halt so eine Geschichte, verblassen so ein bisschen und müssen halt irgendwie um ihr Überleben kämpfen und das symbolisiert das Ganze so ein Stück weit so, ne? Und es gibt dann auch noch die Gegenfraktion, die alles zerstören will, so, die Morkons, ja, die sind dann schwarz-rot. Und wenn man die dann vermischen würde, sollen die ja sich irgendwie voneinander abheben. Die sollen dann schon irgendwie besonders sein. Also haben die Kleriker dann auch entsprechend neue Farben bekommen. Und dann, dass das irgendwie zueinander passt. Hier zum Beispiel der Alp, ne? Der Alpkrieger, der hat natürlich, weil er aus dem Eis kommt, weiß, ne? Dann als Sekundärfarbe schwarz. Funktioniert immer. Gut, schwarz keine Farbe, ne? Und die Tertiärfarbe, die ist halt blau. Ne? Blaue Accessoires könnte man auch sagen. Elex halt. Elex eben. So, ne? Und das ist auch immer irgendwie eine Erklärung dabei. Das heißt also, die Rüstungen haben auch immer irgendwie eine Art von Farbcode, der dann auch erklärbar ist, wo es herkommt. Ne? Und könnt ihr euch ja mal die anderen Rüstungen angucken und dann seht ihr auch schon, was ich meine. Ne? So Berserker kommen aus dem Wald, grün, ne? Braun, Mana, ein bisschen, ne? Multivitamin, Orange dabei und so weiter. Das hat immer irgendwie auch einen Sinn, ne? Solche Dinger. So, und das bestimmt dann auch im Endeffekt dann, wie ich drauf bin, die Rüstung. So, das ist also so ein Look-and-Feel-Ding irgendwo. Ne? Und das kann man hier da sehr schön sehen bei dieser Figur. Gerade diese Rüstung ist ein super Beispiel, weil die ist halt eigentlich aus einem Guss. Und wenn man die jetzt nicht aus einem Guss benutzen würde und würde dazu was anderes kombinieren, zum Beispiel von den Berserkern, dann würde das halt total schräg aussehen, ne? Ja, gut, kann man ja auch machen. Ist ja irgendwie jetzt nicht so wichtig eigentlich, ne? Weil du kannst doch einen Helm auch von was anderem benutzen. Du kannst die kombinieren. Also es ist möglich. Wir machen das, wir überlassen euch das, wie ihr das wollt, ne? Ob ihr jetzt diese Rüstung mit einer Hose von jemand anders verwendet oder nicht, das könnt ihr machen, Jacke wie Hose. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut. Ne? Wie wichtig ist Plausibilität dabei? Das heißt, dass das nachvollziehbar ist? Es spielt eine Rolle, aber ich würde sagen eine sekundäre. Die ist sekundär, ne? Ja. Weil, wie würde man in der Wüste sich kleiden? Ne? Die Outlaws zum Beispiel könnten ja Turbans tragen oder irgendwie Gewänder. Tun sie aber nicht. Ja, die sehen aus wie die
voll bepackten Bombenkommando-Leute, ja, also die müssen ja schwitzen darunter, ja, aber das ist halt schon eine coole Rüstung so und das gehört auch dazu. Das heißt, Schweine heißt da in der Wüste so, ne, aber ja, haben die halt. Ja, ne? der hat bestimmt eine mechanisch eingebaute Klimaanlage in dem Ding. Stimmt, so wie diese Cosplayer, ne, die haben so, ne, also das Plausibilität, es muss irgendwie zu dieser Gilde passen, es muss irgendwie plausibel aussehen, ja, aber manchmal auch nicht. Es ist halt schwierig. Kann man manchmal auch einfach mal so lassen. Ne? Also das Hauptsache ist cool. Aber sind cool. Dick bepackt. So, die fetten Rüstungen sind immer möglichst fett und schwer, damit das plausibel ist, dass die halt irgendwie am meisten Schaden abkönnen. So, ne? Und das ist halt so das Ding, glaube ich. Und das ist auch damit Plausibilität gemeint an der Stelle. Wie wichtig ist Cosplay-Fähigkeit? Es gibt sehr viele Cosplayer, die uns immer fragen, wie ist das denn gemeint? Ne? Also als totaler Cosplay-Noob, also jemand, der Kostüm anziehen kann, aber nicht selber welche herstellt vornehmlich, finde ich das sehr schwer zu beurteilen, ab wann eine Rüstung überhaupt mehr oder weniger cosplayfähig ist. Also praktisch ist es, wenn du sehr klare Elemente hast, die einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das ist natürlich etwas, das hilft. Das heißt, das ist dann leichter zu cosplayen für auch normale Menschen, weil du diese Elemente dir rauspicken könntest. Aber so eine Alprüstung hier mal eben zu cosplayen, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe. Ne? Ja. Insofern ist das cool, wenn das jemand versucht. Aber da gibt es bestimmt Sachen, die leichter zu cosplayen sind. Ja, früher haben wir sehr viele Rüstungen gemacht, die waren sehr viel einfacher gestrickt, weil Gothic ist eine Gefängniswelt, die werden reingeschmissen und müssen mit dem leben, was sie da haben. Da haben sie ein paar Schmiede und so und dann hämmern die sich mit irgendwelchen Sachen zusammen. Und die Jungs und Mädels von den Mythanischen Reichen, die Cosplayer, die haben die Sachen tatsächlich dann auch gebaut, selber geschmiedet und so weiter und das haben die versucht dann nachzuahmen. Die kommen dann immer zu uns und fragen, sag mal, wie ist das denn gemeint und so, ne? Aber wir haben diese Dinger ja nicht selber gebaut, so, ne? Sondern die bauen werden dann tatsächlich, die Rüstungen werden digital gebaut, die werden nicht echt gebaut und das heißt, sind die cosplayfähig? Ja, gute Frage, keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich, wenn ein Cosplayer sich das anguckt und sagt, naja, so kann man das aber nicht tragen. Das sind ja Durchdringungen, wenn ich das Bein hebe oder irgendwie, da müssen wir hier ein bisschen wegnehmen und da vielleicht noch irgendwas tun, ne? Das ist das, was mir einfällt, wenn ich das sehe. Kann ich denn überhaupt das Knie so beugen, ja, wenn ich diese Rüstung trage? Da müssen Gelenke rein, ansonsten steht das irgendwie ab. Das Skinning, ne, würde man sagen, muss stimmen. So, ne? Und das ist schon so ein Ding. Ne? Dann arbeiten wir viel mit Materialien, ne? Das heißt, welches Material muss glänzen, welches muss matt sein und wie soll es sich verhalten, ne? Fell ist was völlig anderes als eine metallische Oberfläche und so. Und diese Sachen, die werden schon festgelegt fürs Spiel. Und fürs Spiel ist auch wichtig, welche Werte die haben, selbstverständlich. Das heißt also, wir müssen schon schauen, dass das so gestaffelt wird, dass man auch entsprechend immer bessere Rüstungen findet. Ne? Muss man natürlich nicht immer, weil die Welt ist frei und so, dann kann man auch Rüstungen finden, die, sage ich jetzt mal, schon, wenn man weiß, wo sie liegt, dass man entsprechend gute findet und so weiter. Aber wenn man die richtig tollen haben will, muss man halt irgendwie schon einen gewissen Weg gehen und einer Gilde beitreten und so weiter, sonst darfst du die ja gar nicht tragen. Die erste gibt's immer umsonst, haben wir mal gemacht, so, wenn du der Gilde beitrittst. Da hast du also im Grunde genommen schon deine erste Leistung vollbracht und dann kriegst du den umsonst meistens und danach musst du halt bezahlen. Das ist auch so ein Tuning-Ding. Ne? Und dann auch erst freigeschaltet, wenn die entsprechenden Sachen dann auch tatsächlich freigeschaltet sind. Stimmt. Gut, viel Rüstung, werden wir bestimmt noch öfter drüber sprechen, über dieses Thema. Ja. Hast du eine Community-Frage? Oder fangen wir mal an mit einer Trophy-Box. Genau. Hast du eine Trophy-Box? Ja, wir haben eine Trophy-Box. Ja, Yay. zeig mal. Also, Kumpel von uns, der Scotty, hi Scotty, Hallo. der hat uns einen Keksausstecher gedruckt. Und geschenkt. Und geschenkt, genau. Das ist ein Piranha Bytes Logo-Keks. Und den werden wir jetzt demnächst, also es ist so, dass wir
Vorweihnachtszeit jetzt nicht zum Backen gekommen sind. Und das müssen wir jetzt im Januar nachholen. Ja. Und da wird dieser Keksausstecher ausprobiert. Deswegen habe ich jetzt noch nicht den passenden Keks dazu, leider. Aber immerhin cool. Ja, vielen Dank, Scotty. Gut, und jetzt machen wir Community-Frage, oder? Ja, eine Community-Frage. Und zwar, die Frage ist, wird es denn auch andere Plattformen geben, die wir mit Elex 2 bedienen, außer denen, die schon genannt worden sind? Also, liegt schon ein bisschen die Antwort in der Frage, ne? Ich weiß, ihr seid da super neugierig und sowas, aber aktuell ist das halt nicht geplant. Ja. Liegt zum einen manchmal... Was nicht heißt, dass das nicht kommen könnte. Richtig, genau. Das So. ist also eine Frage der Zeit. Aktuell schaffen wir das, was wir auch angesagt haben in der Zeit. Und da müssen wir gucken, wie hoch überhaupt die Nachfrage für andere Dinge sind, die dann theoretisch kommen können, und ob es machbar ist. Das sind die 2 Hürden, die dann zu nehmen wären, ob was anderes noch Sinn macht. Also aktuell könnt ihr euch auf das verlassen, was momentan in den Trailern steht, nämlich PC für Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X, S und One, und das ist es erstmal, was wir bis zum 1.3. schaffen und machen. Und ob dann noch was nachkommt, das würdet ihr dann erfahren, wenn es denn beschlossen würde. Sag ich jetzt mal so, ne? Ja. Okay. Gut. Hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ja, man muss gut aussehen, ne? Ich schließe mich doch keiner Gilde an, wo ich die Rüstung nicht mag, oder? Ich bin tatsächlich so, ja.